Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Panzerkampfwagen 2 Ausführung L Luchs von Tasca bzw. Asuka im Maßstab 1:35. Der Panzer 2L gehört zu meinen Lieblingsfahrzeugen und so kommt es auch, dass ich im Lauf der Zeit schon verschiedene Bausätze dieses Panzers in verschiedenen Maßstäben gebaut habe oder auch noch bauen möchte. Diesen Bausatz hier habe ich schon zweimal gebaut und so kann ich dieses Mal für alle, die da vielleicht ab und zu mal ihre Zweifel haben, auch eine wirklich qualifizierte Meinung drüber abgeben. Bis zum Erscheinen des Luchses von Tasca im Jahr 2003 hatte man im Bereich 1:35 nur die Wahl zwischen den Bausätzen von ICM oder Mirage Hobby, die beide im Jahr 1998 erschienen sind, aber für damalige Verhältnisse eigentlich gar nicht schlecht waren. Ich jedenfalls fand beide Bausätze recht interessant, wobei mir der von ICM, den es auch von anderen Herstellern gab, wie etwa Alanger, etwas besser gefallen hat. Jedoch hat sich jedes Grübeln über die Wahl des Bausatzes nach dem Erscheinen des Tasca Luchses erledigt, denn dieser Bausatz ist meiner Meinung nach nahezu perfekt und kommt auch in verschiedenen Versionen daher, sodass man dann eben auch verschiedene spezifische Merkmale bestimmter Fahrzeuge und Einheiten berücksichtigen kann. In diesem Fall hier haben wir den ursprünglichen Luchs von Tasca vor uns, der das Fahrzeug in der Konfiguration zeigt, wie sie bei der 9. Panzerdivision während des Einsatzes in der Normandie üblich war. Die zweite Variante des Luchses stellt ein Fahrzeug der 4. Panzerdivision dar, wo noch ein bisschen mehr Zubehör dabei ist und ein paar spezielle Anbauten, aber mit dem Bausatz lassen sich auch die Merkmale eines Fahrzeugs der 9. Panzerdivision darstellen, aber das nur am Rande. Ungefähr seit 2015 heißt Tasca Asuka und hat unter diesem neuen Namen den Luchs immer noch im Programm. Leider sind die Bausätze aber nicht überall und immer verfügbar, aber wenn man seine Augen offen hält, dann kann man die schon auftreiben, zur Not eben auch aus zweiter Hand, so wie ich das hier gemacht habe. Dann noch kurz ein paar Worte zum Original. Der Panzerkampfwagen 2 Ausführung L, manchmal auch als Panzerspähwagen 2 bezeichnet oder auch nur ganz kurz als Luchs bezeichnet, wurde von MAN entwickelt und ab September 1942 bis Januar 1944 in sehr kleinen Stückzahlen nur gebaut. Man geht von ungefähr 100 Fahrzeugen aus. Die Fahrzeuge wurden nur bei 2 Einheiten im größeren Umfang eingesetzt, nämlich bei der 4. Panzerdivision an der Ostfront und bei der 9. Panzerdivision in der Normandie. Der Luchs war also ein ziemlich seltener Anblick an der Front, aber es sind trotzdem immerhin 2 Fahrzeuge erhalten geblieben. Ein Luchs steht im französischen Panzermuseum in Saumur und das zweite Fahrzeug im britischen Panzermuseum Bovington. Alles klar, dann schauen wir jetzt mal rein in die Schachtel. Die Bausatzschachtel ist relativ klein und kompakt und wie ich finde auch ziemlich stabil, also das ist schon mal ganz vernünftig. Der Deckel geht nach oben hin ab, so wie wir das mögen. Dann haben wir hier die Bauanleitung und die Spritzlinge sind in der Regel einzeln verpackt, aber in manchen Beuteln sind auch mehrere Spritzlinge drin. Hier mit so einer relativ dicken Folie, also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Verpackung, da sollte es keine Probleme geben. Schauen wir uns als erstes mal die Bauanleitung näher an. Die ist auf Japanisch und Englisch verfasst worden, wobei ich den Eindruck habe, dass nicht alle Hinweise auch ins Englische übersetzt wurden, aber das ist eigentlich nur ein kleiner Nachteil, wenn überhaupt, nachdem die Bauanleitung auch so leicht verständlich ist, weil sie einfach sehr übersichtlich ist. Der Zusammenbau fängt hier an mit der Unterwanne. Die besteht hier aus mehreren Platten. Ja, ist jetzt nicht die eleganteste Lösung. Ich kann euch aber bestätigen, nachdem ich den Bausatz schon zweimal gebaut habe, dass das alles perfekt zusammenpasst. Genauso wie alle anderen Teile des Bausatzes. Also, wenn es um die Passgenauigkeit geht, habe ich bisher eigentlich noch nichts Besseres in den Fingern gehabt. Deswegen ist es überhaupt kein Problem hier. Dann bauen wir hier diverse Stoßdämpferelemente ein und hier die ganzen Räder und Rollen, Treibrad, dann die Scheibenräder und hier das Leitrad. Da werden auch hier diese Polycaps noch dazwischen eingesetzt. Ja, wenn man das will, ist das ganz praktisch. Damit kann man eben feste, aber wieder lösbare Steckverbindungen herstellen.
kann ganz nützlich sein. Der Bauplan hier klappt dann so aus. Ja, relativ groß und unhandlich. Das scheint in Asien so üblich zu sein. Ja, mir wäre jetzt so ein kleines Buch vielleicht lieber, aber das geht auf jeden Fall auch. Hier setzen wir dann die Achsen ein. Ja, funktioniert dann am Ende auch wie eine richtige Drehstabfeder, also das verwindet sich dann so ein bisschen und ja, damit kann man das Fahrwerk dann auch beweglich halten. Das ist ganz interessant für die Dioramenbauer. Ich konnte es auch schon einmal verwenden. Ja, sieht ziemlich interessant aus und ja, finde ich einfach gut, dass diese Option hier besteht. Die Art und Weise, wie das hier auch montiert wird, ist sehr einfach. Wenn man jetzt daran denkt, wie das bei Dragon ist, da muss man hier innen dann noch irgendwelche Teile einbauen und so weiter. Das ist hier nicht notwendig. Wir setzen einfach nur die Achsen ein und gut ist. Also das ist eine sehr einfache Lösung. Hier bauen wir dann noch ein paar Kleinteile an die Heckplatte ran und hier sehen wir den Vorschlag von Tasca, wie man die Scheibenräder montieren soll. Da gibt es eine bestimmte Reihenfolge und wenn man die Achsen beweglich gehalten hat, dann kann man die halt verdrehen, Rad draufstecken und dann wieder zurücksetzen und ja, ist eine ziemlich elegante Lösung, würde ich auf jeden Fall auch so empfehlen, dass man das so macht. Ist ganz praktisch. Dann haben wir hier die Ketten, sind Gummiketten, das ist natürlich nicht optimal, ja, aber damit lässt sich arbeiten, weil zumindest in meiner Erinnerung sind es sehr gute Gummiketten. Das schauen wir uns dann aber nachher dann noch an. Ja, wen stört, kann die ja ersetzen. Gibt es ja so allerhand auf dem Zurüstmarkt mittlerweile. Ja, man muss halt überlegen, ob es sich braucht. Also ich habe bisher immer die Gummiketten da verwendet bei dem Modell. Ja, habe das auch immer ziemlich eingeschlammt. Von dem her passt es schon. Aber man kann es ersetzen, wenn man will. Dann geht es hier dann los mit der Oberwanne. Der Aufbau besteht hier aus mehreren Platten. Da haben wir auch hier Optionen, dass man Visiere und Luken und so weiter auch offen darstellen kann. Finde ich ganz gut. Gerade auch wieder für einen Dioramenbau ganz interessant, wenn man dann Figuren verwenden möchte. Dann bauen wir hier diverse Staukisten zusammen und hier die Motorluke. Dann kommt es hier auch schon zusammen, der Aufbau und hier diese Motordeckkomponente mit diesen großen Lufteinlässen. Das ist wirklich ein Teil, finde ich ganz interessant. Relativ kompliziert von der Form her. Dann haben wir hier kleinere Anbauten, hier die Werkzeuge, Scheinwerfer, wird auch hier mit einer Abbildung auch immer verdeutlicht, wie dann die definitive Position auch sein soll. Finde ich sehr gut, sehr übersichtlich. Da sollten sich eigentlich keine Probleme ergeben. Dann bauen wir hier noch weitere Komponenten zusammen. Hier der Auspuffendtopf, der besteht aus mehreren Teilen. Den sollte man auf jeden Fall verschleifen, bevor er dann ans Fahrzeug geklebt wird. Wagenheber, ganz klassisch. Hier noch so Staukisten und der Feuerlöscher. Also das ist alles relativ einfach im Aufbau. Also da muss man jetzt kein Modellbauexperte sein. Ja, hier dann noch weitere Anbauten für die Oberwanne. Wir haben hier auch so diverse so Haken und so weiter. Die werden hier auch nochmal etwas größer dargestellt, damit man dann auch deren Orientierung klar erkennen kann. Ja, also was jetzt die Übersichtlichkeit betrifft, ist es eine sehr gute Bauanleitung. Eigentlich so ein bisschen, wie man es auch von Tamiya kennt. Also ja, kann man sich eigentlich nur wünschen, dass alle Hersteller so gute Anleitungen hätten. Hier sehen wir dann, wie der Wagenheber montiert werden soll. Und da ist hier relativ viel Text dabei, aber ich sehe hier jetzt zum Beispiel nichts, was irgendwie Englisch wäre, damit ich das vielleicht auch verstehen kann. Scheint nämlich relativ wichtig zu sein, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mich das für irgendwelche Probleme gestellt hat. Ich habe es halt einfach so hingeklebt, wie man es hier sehen kann. Aber was jetzt da genau steht, weiß ich leider nicht. Hier dann Fotoätzteile für diese großen Lufteinlässe. Die muss man so ein bisschen rund biegen und diese Laschen noch so rausbiegen. Ist auf jeden Fall machbar, weil hier der Radius nicht zu eng ist. Also so eine leichte Kurve hinbiegen, das geht schon. So eine Rundung ist auf jeden Fall machbar, auch für den Ungeübten, was Fotoätzteile betrifft. Und hier hinten
bin ich mir nicht ganz sicher. Manche Fahrzeuge hatten da, glaube ich, auch ein Gitter drüber, aber das ist eher selten. Also auf den meisten Referenzfotos sieht man nur hier Gitter und nicht hier hinten. Aber da kann ich mich natürlich auch täuschen. Dann geht es weiter mit dem Turm. Da bauen wir jetzt erstmal die Kanonenblende zusammen. Hier dann das 2 cm Geschütz, hat auch ein paar Details innen, aber die sind eher rudimentär, würde ich mal sagen. Man kann davon später auch nicht viel sehen. Das Rohr scheint einteilig zu sein. Meine mich auch zu erinnern, dass es relativ schön war, also auf jeden Fall verwendbar. Man kann aber auch ein Alurohr dafür verwenden, ist sicherlich kein Schaden. Aber ich denke, das Plastikteil ist auch okay. Ja, dann haben wir hier das Unterteil vom Turm. Da werden hier auch diese Gestelle eingebaut für die Sitze. Das ist die Heckplatte mit dieser großen Luke. Da gab es, glaube ich, auch unterschiedliche Versionen mit kleineren Luken und größeren Luken. Aber ja, wie sich das genau verhält, weiß ich nicht. Von dem her kann es sein, dass das falsch ist. Ja, bin da jetzt leider kein Experte dafür. Das hier ist so eine Munitionskiste für die 2 cm Kanone. Das kommt dann auch an den Turm ran. Ja, und dann baut sich hier der Turm zusammen, auch wieder aus mehreren Platten. Und auch wieder keine Probleme bei der Passgenauigkeit zu erwarten. Das passt einfach super zusammen. Also da war ich immer sehr beeindruckt. Ja, und zum Schluss kommen hier noch ein paar Anbauteile an den Turm ran. Wir haben hier Luken zum Beispiel, die kann man auch offen darstellen. Hier dann Halterungen für die Reservekanister oder hier Munitionskisten und so weiter. Das sind so spezifische Merkmale, da muss man immer gucken, welches Fahrzeug man genau darstellen möchte, weil das manchmal ein bisschen unterschiedlich war. Das kommt immer ganz drauf an, muss man halt ein paar Referenzbilder sich mal angucken. Ja, und dann kommt hier diese ganz typische Sternantenne oder Schirmantenne ran. Da haben wir hier auch eine Biegehilfe für diese Antenne. Das finde ich auch sehr gut, damit dann auch der Winkel stimmt und das alles gleichmäßig ist. Also das ist doch sehr gut. Und dann haben wir hier noch eine Kommandantenfigur. Ja, und damit wäre der Zusammenbau auch schon erledigt. Also die Bauanleitung ist sehr übersichtlich gestaltet und ja, dass man jetzt da nicht alles lesen kann, ist eigentlich kein Problem. Auf dem zweiten Blatt der Bauanleitung findet man leider so gut wie keine englischen Wörter mehr. Ich weiß nicht warum. Das ist auf jeden Fall ziemlich schade, weil wir haben hier jede Menge Text und ich vermute mal, das ist die Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug. Hier auch mit Tabellen, das dürfte die Entwicklungsgeschichte sein von dem Fahrzeug. Ja, schade, aber so ist es eben. Ich denke, wenn man es ernst meint, wird man ja sowieso andere Quellen zur Rate ziehen. Aber ich finde es immer ganz nett, mir das dann durchzulesen, wenn ich die Möglichkeit habe dazu. Ja, und hier haben wir die Bemalungs- und Markierungsanleitung. Insgesamt schlägt uns Tasca 3 Fahrzeuge vor, alle bei der 9. Panzerdivision eingesetzt in der Normandie 1944. Ja, die Tarnschemen sind immer leicht unterschiedlich, wie man sehen kann. Ja, das ist auch ziemlich kompliziert, also wer sich ein bisschen mit der Airbrush üben möchte, kann ja mal so ein Muster ausprobieren. Wir haben hier auch eine Farbtabelle, aber auch die ist nur auf Japanisch geschrieben. Also ich weiß jetzt nicht genau, was da gemeint ist. Ich kann hier nur GSI lesen, also das müssten irgendwelche Gunze-Farben sein, aber ja, was genau, erschließt sich mir leider nicht. Und hier haben wir noch eine Anleitung zur Bemalung der Kommandantenfigur. Ja. Also das ist auch auf jeden Fall halt als Anleitung hier für die Bemalung ist es ganz gut, aber alles weitere ist leider nutzlos, wenn man kein Japanisch spricht. Schade. Schauen wir uns jetzt die Bauteile näher an. Hier der Spritzling A. Da haben wir jede Menge Teile der Unterwanne und Oberwanne dran. Ja, wie man sehen kann, hier die ganzen Teile für die Unterwanne. Ich finde, die Details sind sehr, sehr scharf wiedergegeben. Also da ist nichts irgendwie verrundet oder so, sondern alles ist ganz scharf und exakt geformt hier. Hier auch an der Innenseite haben wir auch nochmal eine
Beschriftung, ich nehme mal an, für die Achsen, dass man da nichts verwechselt. Ja, Unterseite auf jeden Fall ein paar Details auch dran. Man braucht es eigentlich selten, aber was man hat, hat man. Ja, also wie man sehen kann, hier sind keine Mängel vorhanden, also irgendwie Grat, Fischhaut, Sinkstellen. Das ist alles einfach nur perfekt, wie man das ja auch von einem japanischen Produkt irgendwo auch erwartet. Und was mir besonders gut gefällt, sind hier diese sehr kleinen, dünnen und gut platzierten Verbindungspunkte zum Gießast. Also die Teile kann man dann halt auch wirklich schnell und vernünftig auslösen, ohne dass man dann ewig noch rumschnitzen muss und versäubern muss. Also das ist schon wirklich sehr gut gemacht. Hier dann diese Motordeck-Komponente, die schon gar nicht so unaufwendig ist von der Form her. Schon raffiniert gemacht, dass man so ein Teil so formen kann und dann auch noch so präzise und ohne irgendwelche Mängel. Also ihr seht es hier zwischen den Gittern, da hängt nichts drin. Also das ist einfach nur perfekt ausgeformt. Ja, hier die Schutzbleche sind auch relativ dünn und halt auch hier so gebörtelt. An der Innenseite ja ein paar ganz flache Auswerfer, also wen es stört, der kann die ja rausschleifen, das sollte gehen. Also da muss man eigentlich nichts spachteln. Ja, das ist eigentlich so der einzige kleine Mangel, den ich hier so erkennen kann. Ja, auch hier haben wir seichte Auswerfer hier an den Schutzblechen, aber das ist echt minimal. Ja. Also so von der Optik her denkt man hier vielleicht, das ist ein Tamiya-Bausatz. So von der Machart her. Aber wenn ich mir jetzt so die Details anschaue, erinnert mich das eher an ja, andere Hersteller, die wirklich deutlich besser detailliert sind. Zum Beispiel Dragon oder Takom oder so. Also das ist schon auf sehr hohem Niveau. Gefällt mir nach wie vor sehr gut, obwohl der Bausatz ja doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Kommen wir zu Spritzling B, der liegt doppelt bei. Da haben wir jede Menge Fahrwerkskomponenten dran. Ja, und hier so ein Beispiel dafür, wie dünn diese Angusspunkte sind. Die ganzen Scheibenräder, die lösen sich schon von alleine ab. Ja, das ist echt nicht schlecht, weil da muss man dann halt wirklich nicht so viel rumschleifen an diesen Rollen. Also das macht es schon wirklich deutlich einfacher, die ganze Angelegenheit. Wenn man dann da so dicke Angüsse hat, das stört mich immer tierisch. Vor allem, wenn man dann auch sieht, dass es ja möglich ist, technisch. Ja, hier haben wir jede Menge filigrane Teile, hier diese ganzen Hebeösen zum Beispiel, Werkzeuge, allerlei Halterungen und so weiter. Hier die Antenne, da ist ein bisschen Fischhaut dran, wie man sehen kann, aber das ist ja jetzt überhaupt kein Problem. Ja, die Triebräder, hier auch mit vernünftig platzierten Angusstellen, wo man halt dann auch wirklich gut versäubern kann. Nervt auch immer tierisch, wenn es dann zwischen den Zähnen ist. Hier haben sie es einfach mal außen auf den Zahn gesetzt und man sieht auch ganz klar, wo der Zahn aufhört und wo der Spritzling anfängt. Also das ist echt Premium-Niveau, würde ich mal sagen. Ja, hier, das ist unsere Biegehilfe für die Sternantenne. Ist natürlich auch schön, dass das beiliegt. Hier dann die Achsen, Drehstabfedern. Da sieht man hier so ein bisschen eine kleine Sinkstelle. Aber das sieht man später ja nicht, weil das ist ja komplett abgedeckt mit den ganzen Scheibenrädern dann. Ja. Also das zeigt sich wirklich auf höchstem Niveau. Sehr durchdacht. Vom Formenbau her auch, dass man eben hier mit wenigen dünnen Verbindungen auch auskommt. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Know-how reingegangen. Ja, und hier jetzt die Details auf den Scheibenrädern hier mit schönen
Schraubköpfen dran. Oder auch hier diese sehr eigenartige Form dieser äußeren Scheibenräder, die ist sehr gut getroffen. Und auch hier sehr scharfe Details. Also da kann man sich fast den Finger dran aufkratzen. So scharf ist es geformt. Und da hier auch so kleine Flügelmuttern, also ja, fehlt es echt an nichts. Ja. Gefällt mir sehr gut und ich denke, ihr werdet mir da auch zustimmen, dass das ja doch eine Qualität ist, die man selbst heute, ja, fast 20 Jahre später, nicht überall bekommt. Hier dann der Spritzling C. Da finden wir dann die übrigen Teile der Oberwanne und dann die Turmteile. Ja, schauen wir uns mal hier den Aufbau an. Das sieht doch ganz nett aus. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen stört, sind die Schweißnähte. Die sind sehr, sehr dezent gehalten. Und ich bin mir auch sicher, hier an der Oberkante, hier ist leider gar nichts dran, dass man da vielleicht auch eine Schweißnaht später mal ergänzen müsste. Das muss ich mal recherchieren. Ist ja relativ einfach mit einem gezogenen Gießast das hier so aufkleben und dann mit dem Skalpell eben entsprechend bearbeiten. Dann sollte das eigentlich passen. Hier die Kommandantenfigur. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie beiliegt. Viele Hersteller sind ja da bei den Figuren mittlerweile total knausrig, warum auch immer. Ich finde, eigentlich gehört es dazu. Das Gesicht ist gar nicht schlecht eigentlich. An und für sich erinnert mich die Figur sehr an Tamiya, aber das Gesicht gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser wie bei den Tamiya-Figuren. Das Einzige, was mir jetzt hier gar nicht gefällt, sind die Hände. Die sind so ein bisschen, ja, vielleicht hat er auch Handschuhe an, aber so als menschliche Hand ist es doch ein bisschen klobig in dem Maßstab. Na gut, man kann nicht alles haben. Ja, auch hier sieht man keine Mängel, wenige Verbindungspunkte zum Gießarst auch. Also jetzt hier allein mal aus der Perspektive des Formenbaus her ist es wirklich erste Sahne, würde ich mal sagen. Also ich kann den Bausatz eigentlich nicht genug loben. Wie gesagt, das Einzige könnten vielleicht die Schweißnähte sein. Die sind wirklich sehr, sehr unauffällig. Aber da kann man ja nachbearbeiten, wenn es einen stört. Ja. Was ist noch interessant? Genau hier die Bewaffnung. Die 2 cm Kanone und das MG beide mit offener Mündung. Und das Rohr ist eigentlich absolut verwendbar. Das Einzige, was halt fehlt, sind hier diese feinen Löcher hier am Ende. Ja, da ist vielleicht ein Alurohr gar kein Fehler, wo man dann hier vielleicht aus Ätzteilen dann eben den Trichter hat oder aus Messing mit den Bohrungen drin. Aber prinzipiell ist es ein sehr gutes Rohr schon mal. Also, ja, erste Sahne rundherum, würde ich mal sagen. Die Ketten sind hier aus Gummi gefertigt oder Vinyl. Könnte aber auch ein klebbares Plastik sein, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben die eine relativ große Klebefläche. Das heißt, man könnte da mit Sekundenkleber auf jeden Fall die sehr gut verbinden. Ja, detailmäßig, äußerlich würde ich mal sagen, sehr scharf wiedergegeben. Ist auch relativ festes Material, also da hält dann auch die Farbe ganz gut, wobei sie eben auch nicht störrisch sind. Also die sind relativ flexibel, aber eben auch irgendwie fest von der Konsistenz her. Also was jetzt Gummiketten angeht, sind sie eigentlich ganz gut gemacht. Kann man eigentlich schon verwenden. Jetzt an der Innenseite haben wir halt immer wieder so Angusstellen und die sind halt blöd zum Versäubern. Wobei, wenn man es geschickt platziert, man davon später nicht so viel sieht. Nachdem das Fahrzeug ja keine Stützrollen hat, liegt es ja irgendwie immer irgendwo an und man kann eigentlich kaum unten reingucken. Und wenn man dann noch ein bisschen was verschmutzt und so, dann ist es schon zugedeckt. Also
wenn man jetzt ja vielleicht ein bisschen wenig Budget hat fürs Hobby, dann kann man die Ketten auf jeden Fall verwenden. Da gibt es deutlich schlechtere und eigentlich kaum bessere Gummiketten. Von dem her passt es schon. Also ich habe die auch in der Vergangenheit immer verwendet. Schaut ganz gut aus. Jetzt bei dem dritten Bausatz werde ich Friul-Ketten verwenden, einfach nur so, damit man auch mal einen Vergleich hat. Aber prinzipiell sind die okay. Dann liegen auch noch ein paar Polycaps bei. Wie schon vorhin erwähnt, werden die hauptsächlich für die Scheibenräder verwendet. Ja, kann man eine vernünftige, haltbare Steckverbindung herstellen, die man aber auch wieder lösen kann. Ja, ist ganz nett. Ich muss es nicht haben, aber wenn es dabei liegt, warum nicht? Also ist jetzt keine Spielerei, sondern hat ja wirklich auch einen gewissen technischen Nutzen, je nachdem, wie man halt eben arbeitet. An Fotoaid-Teilen bekommen wir wirklich nur das Nötigste, aber das finde ich auch absolut in Ordnung. Es ist ja auch mal ganz schön, einen Bausatz vor sich zu haben, der nicht übermäßig kompliziert ist, aber trotzdem schön detailliert ist. Ja, das Entscheidende sind hier diese Lüftergitter. Die finde ich extrem schön. Ist auch interessant, dass wir da praktisch hinter dem Gitter auch noch hier diese Streifen haben. Das ist da praktisch so reingeätzt. Wirklich dreidimensional. Sind auch schön dünn. Also die kann man dann auch gut in Form bringen. Und das zweite wäre hier diese Sternantenne. Ist auch ganz nett. Und ich glaube hier, das ist so eine Halterung, die gehört aufs Turmdach. Und das gehört irgendwo ans Fahrwerk, glaube ich. Ja, also nur das Nötigste, aber das dann auch gut gemacht dafür. Also kann man alles bedenkenlos verwenden. Auch für Leute geeignet, die mit Fotoaid-Teilen jetzt noch nicht die allergrößte Erfahrung haben. Und zu guter Letzt noch die Abziehbilder. Ja, der Bogen ist auch relativ klein. Wir haben ein paar Balkenkreuze und ein paar taktische Nummern sowie ein paar Verladehinweise und das war's auch schon. Ja, die Qualität scheint ganz gut zu sein. Also ich hatte mit den Abziehbildern überhaupt keine Probleme in der Vergangenheit. Der Trägerfilm ist auch relativ klein gehalten, auch bei den Ziffern hier. Das ist schon mal ganz gut und die sind auch, glaube ich, relativ dünn. Also wenn man jetzt da mit dem Finger drüber fährt, man kann eigentlich keine Erhebung spüren. Also dicke Abziehbilder, die können auch ziemlich problematisch sein manchmal, aber die hier machen einen ziemlich dünnen Eindruck und ja, alles sauber gedruckt auch, scharf gedruckt, passt. Also das sind auf jeden Fall gute Abziehbilder, wo man keine Bauchschmerzen haben muss. Ich denke, es ist nicht schwer zu sehen, warum der Bausatz zu meinen Lieblingsbausätzen gehört, weil da eigentlich alles, was mich sonst bei anderen Bausätzen stört, hier einfach viel besser gelöst ist. Und die Passgenauigkeit ist aus meiner Erfahrung heraus mitunter die beste, die ich kenne. Ja, Details sind gut, der Aufbau ist trotzdem einfach und man kann mit dem Bausatz wirklich viel Spaß haben, weil man sieht einfach einen Fortschritt, da ist auch nichts dabei, was einen irgendwie zermürbt oder so, weil es super aufwendig ist. Das ist wirklich so ein ganz gemütlicher, schöner Bausatz, so wie man sich das eigentlich wünscht. Es gibt ein paar kleinere Nachteile. Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird mit den Gummiketten ein Problem haben. Ich persönlich werde jetzt hier von Friul Ketten verwenden, mal so als Alternative. Ist auf jeden Fall kein Fehler, wobei, von meiner Warte aus würde ich sagen, die Gummiketten sind in Ordnung, wenn man das Modell relativ stark altert und in ein Diorama integriert. Dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, und das Kanonenrohr ist nicht schlecht, aber die Mündung sollte so ganz feine Bohrungen haben. Und da gibt es zum Beispiel von Aber eben Ersatz dafür. Ja, werde ich da mal verwenden. Ja, ansonsten eigentlich alles super und man kann das Modell problemlos aus der Schachtel bauen und viel Freude damit haben. Wie schon eingangs erwähnt, der Bausatz ist nicht immer so leicht zu bekommen. Muss man vielleicht schon ein bisschen suchen, aber die Suche lohnt sich auf jeden Fall.
Preislich lag der Bausatz früher so bei 35 bis 40 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie der momentan gehandelt wird, auch aus zweiter Hand. Das kann natürlich sehr variabel sein, aber es gibt noch ein paar Händler, die den im Angebot haben. Und ja, da ist man auch immer so zwischen 40 und 50 Euro muss man zahlen. Ja, ist ein kleiner Bausatz, ist ja auch ein bisschen so ein obskures Fahrzeug an und für sich. Von dem her würde ich sagen, der Preis ist gemessen an der Qualität durchaus okay. Also wenn man schaut, was man für andere Bausätze zahlt, die auf jeden Fall schlechter ausgeführt sind, dann finde ich, ist es durchaus noch im Rahmen. Interessant ist auch, dass unlängst Border Model angekündigt hat, einen Panzer IIL Luchs rauszubringen im Maßstab 1:35. Ja, ich möchte jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich irgendwie so ein Hater wäre, wo Border Model nicht mag. Aber ich habe den starken Verdacht, nachdem ich doch schon ein paar Sachen vom Border Model gebaut und gesehen habe, dass wahrscheinlich der Tasca bzw. Asuka Bausatz auch in Zukunft noch, ja, was den Panzer IIL angeht, das Nonplusultra sein wird. Deswegen, ja, wer sich für das Fahrzeug interessiert, ist auf jeden Fall mit dem Bausatz hier gut beraten. Ja, die anderen sind auch nicht schlecht, wie schon gesagt, von ICM und von Mirage Hobby, wobei die natürlich von der Passgenauigkeit und von den Details ja doch ihre Schwächen haben. Aber die sind auch okay, kann man auch was draus machen. Und so wird es wahrscheinlich mit dem Bausatz von Border Model auch sein. Aber ich denke nicht, dass er hier mit dem guten alten Tasca Bausatz konkurrieren kann. So viel zu dem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Besprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.